wieder soweit. Mein zweitlieblingstag ist da, der Super Bowl Sonntag. Heute möchte ich einmal zeigen, warum ich Partys so liebe, vor allem den Super Bowl, wie ich meine Partys plane und natürlich auch, wie wir feiern. Kommt mal mit. Ups, Kaffee vergessen. ...2013 war das erste Mal, als wir den Super Bowl geguckt haben. Damals waren wir noch in der Schulzeit und ich glaube, wir waren so 4 Leute. Es hat trotzdem so viel Spaß gemacht und von da an habe ich gesagt, okay, jetzt gibt es bei mir jedes Jahr eine Super Bowl Party. Das ist jetzt die 12. Super Bowl Party bei mir und es werden immer mehr Leute. Ich glaube, dieses Jahr sind wir ungefähr 16 Leute. Und ich liebe den Spruch von Marshall's Dad bei How I Met Your Mother, wo der sagt, je mehr, desto lustiger. Hey, darf ich mitessen? Je mehr, desto lustiger. Und genauso ist es auch. Ich liebe es, zu meinen Partys einfach im Grunde jeden einzuladen, der Bock hat. Dann kommen auf einmal Leute zusammen, die, keine Ahnung, so gar nicht viel miteinander zu tun haben, aber dann auf den Partys verstehen sich alle mega, ich lieb's. Und was darf auf einer Super Bowl Party auf gar keinen Fall fehlen? Genau, die Süßigkeiten. Definitiv einer der Gründe, warum ich den Super Bowl so liebe. Ich hoffe, meine Freunde haben eine Zahnzusatzversicherung. Definitiv meine Lieblingssüßigkeit am Super Bowl. Und diesmal habe ich ein paar neue Sachen gekauft. Wie sowas. Und natürlich der Klassiker. Schade nur, dass ich keine Erdnussbutter mag. Naja, für die anderen. So, warum ich den Football so liebe, abgesehen hiervon, oder generell die Amis, dass die einfach aus jeder Sache ein riesen Event machen müssen. Ich würde sagen, das liebe ich auch. Ich liebe es einfach, wenn die so groß auffahren und generell finde ich einfach die Atmosphäre bei Footballspielen so geil. Ich meine, ich liebe ja auch Fußball, aber das kann man echt nicht vergleichen. Beim Football sind die gegnerischen Fans viel netter zueinander und allein die Kofferraumpartys vor dem Spiel sind der Wahnsinn. Ich war zum Beispiel letztens beim ELF-Finale dabei. Die Atmosphäre da war so gut, die war wirklich unfassbar gut. Wir haben bei mir angefangen, wir haben ein bisschen gebruncht. Ein bisschen Sektfrühstück gemacht, wie man das halt so macht. Und dann hatten wir noch eine Karte übrig und wussten nicht, was wir damit machen sollen. Und dann eine Stunde vorm Kickoff rufe ich einen Freund von mir an. Ey, yo, wir haben noch eine Karte übrig. Hast du Bock, vorbeizukommen? Wahrscheinlich ein bisschen spontan, aber gut, ich frage einfach mal. Und der, ja, wann, wo? Okay, bin dabei. Super witzig. Und dann, keine Ahnung, war der irgendwann 5 Minuten vor Kickoff, war der dann da. Wir kamen übrigens viel zu spät zum Spiel an, ich glaube bestimmt eine halbe Stunde später, weil wir uns erstmal gemütlich ein Bier getrunken haben, erstmal ein bisschen gequatscht haben und dann sind wir irgendwann reingegangen, haben dann ein paar Minuten vom Spiel gesehen, sind dann wieder kurz rausgegangen, haben irgendwelche random witzige Spiele gespielt mit den anderen Fans, die da so rumliefen. Und ohne Witz, es war wirklich so gut und auch wenn wir nicht viel vom Spiel gesehen haben, finde ich, es geht einfach um die Atmosphäre. Mega. Okay, jetzt eigentlich schon viel später als ich dachte und ich muss noch ein bisschen was für die Burger vorbereiten. Let's go! Seit 2013 ist es bei uns Tradition, dass wir jedes Jahr selbstgemachte Burger machen. Deswegen darf es auch dieses Jahr natürlich nicht fehlen. Da bin ich immer froh, dass mein Bruder mit dabei ist. Der macht nämlich den ganzen Plan für die Burger, der macht die Soßen. Der kümmert sich eigentlich um alles, was mit Burgern zu tun hat. Es gab nur ein Jahr, an dem es keine Burger gab. Und zwar, weil wir sehr dumm waren. Da haben wir irgendwie eine Woche vorher schön Fleisch gekauft, dass wir gesagt haben, ach komm, dann haben wir das hinter uns, wussten aber nicht, dass das tiefgekühlt sein muss. Ja, und dann haben wir am Super Bowl Sonntag gemerkt, shit, das ist vergammelt. Ja, und dann mussten wir widerwillig zu Mc's fahren, um für alle Burger zu holen. Das wird uns auf jeden Fall nicht mehr so schnell passieren. Und was natürlich auch nicht fehlen darf, ist das Super Bowl Bingo. Der Gewinner kriegt nichts, aber es macht Spaß. Und seit neuestem veranstalte ich auf meinen Partys immer ein Pub-Quiz. Diesmal mit der Kategorie, welchen Footballspieler hat die KI hier erstellt. In diesem Bild sind 2 Spieler in einem. Wisst ihr, wer es ist? Und was auch auf keinen Fall mehr fehlen darf, ist diese Tafel, wo sich alle eintragen können, wer mit dabei war. Ich habe nur ein Problem. Ich kann nicht zeichnen.
Ja, ist doch... Naja, ist okay. Und was darf auf einer amerikanischen Party auf keinen Fall fehlen? Genau, der Bierpong-Tisch. Wir haben noch 40 Minuten. Ich habe nicht mal die Hälfte geschafft, was ich schaffen wollte. Egal. Übrigens, witzige Story. Genau der Tisch ist uns bei Tomorrowland einmal komplett kaputt gegangen. Wir wissen nicht, wer das war. Wir kamen irgendwann wieder zu unseren Zelten. Und da war der richtig kaputt. Dazu vielleicht irgendwann mal mehr. Okay, 30 Minuten noch bis zur Party. Jetzt wird erstmal der Flur gesaugt. Ja, ein bisschen Stress, aber so langsam läuft's. Wusstest du, dass der André die Brötchen selber gemacht hat? Bitte die vegan machen. Der andere hat die Brötchen selber gemacht. Ey, ich hab die Brötchen selber gemacht. Schmeckt's euch denn? Ich mag's nicht, Leute, im Essensfilm. Boah, mega, was? Schmeckt's euch denn? Guckt ihr den Burger an. Das ist ein leckerer Burger. So. Wusstet ihr eigentlich, dass es gleich ein Quiz gibt? Nee. Ist gleich Quiz Night. Was magst du am liebsten am Super Bowl? Alkohol. Also, weißt du, diese Stimmung, die man früher als Kind gehabt hat, wenn man länger aufbleiben durfte. Das ist dieses Jahr beim Super Bowl, Alter. Und letztes Jahr auch, und davor das Jahr auch, und davor das Jahr auch.